Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an diesem Wochenende mal an, was kommt überraschend und unerwartet, womit rechnen wir nicht. Eine neue Inspiration, eine Phase von Detox, ein Neubeginn. Etwas, was für die Zukunft wichtig ist. Und etwas, was wir mit Leidenschaft zum Abschluss bringen. Hier ist ja viel Mondenergie, ne? Wir haben das 4. Haus dabei, da geht es um ein Haus des Elementes Wasser. Da sind zu Hause die Sternzeichen Krebs, Fische und Skorpion und es geht um Familien, Ahnenthemen und um das Heim. Und es ist etwas, was vielleicht eine Zeit der Ausdauer mitbringt oder was Ausdauer benötigt. Spannend. So, jetzt sind mir die Karten alle runtergeplumpst. Egal, wir machen weiter. Um welche Bereiche geht es fürs Kollektiv? Um alle Bereiche, die Hindernisse mitgebracht haben, Blockaden, schwierigere Wege. Das kann jetzt hier für die beruflich Selbstständigen sein. Wir haben ja hier auch Familienthemen. Es kann sein, dass der Bereich Arbeit, Selbstständigkeit, Ämter und Behörden hier Sachen mitgebracht haben, wo man mit angezogener Handbremse gefahren ist. Man hat sich nicht richtig angekommen gefühlt. Man hat sich vielleicht auch isoliert irgendwie, ne? Abgetrennt von Dingen. Man war sehr mit sich selbst beschäftigt. Es geht hier aber auch um Dinge, wo man sich selbst mit im Weg steht und wo wir jetzt zum Abschluss bringen und neu beginnen. Ja, Verbindungen, Beziehungen, ewige Kreisläufe, Sachen, die im Unterbewusstsein wirken. Aber hier sieht man auch eine neue Ausrichtung für alle, die jetzt lang rumgemacht haben. Wir haben das Thema Ausdauer dabei, dass sich berufliche Situationen klären, dass man sich befreit von irgendwas, dass auch neue berufliche Möglichkeiten kommen können. Ich habe hier für einige auch, dass sie vielleicht unabhängig werden von einem Amt oder einer Behörde. Hier Arbeitsamt. Andersrum geht es natürlich auch, ne? Dass man sich da Unterstützung holt von Ämtern oder Behörden oder die damit einwirken. Ja, jetzt wird es spannend. Mir wird es jetzt mit der Ausdauer auch klar, ne? Hier ist eine Situation, denkt immer dran, es ist ein Kollektiv, viele wird es wahrscheinlich betreffen, die kriegt einen ganz neuen Grundstein. Hier kann sein, dass sich die ein oder anderen aus dem Beruf rauslösen, zum Beispiel in Rente gehen oder wegen Vitalitätsthemen ihr Umfeld, ihr berufliches Umfeld klären. Hier sind aber auch so Sachen, da schafft man für längere Zeit wieder neue Wege. Da braucht etwas neues Wachstum. Da geht man aus einer Situation, wo man sehr ausgebremst ist, auch wieder in eine Zukunft, die einen trägt und nährt.
Es kann sein, dass man sich in irgendeinem Bereich minimiert, ein kleinerer Vertrag, eine Arbeitszeitverkürzung. Es kann auch sein, dass man in Liebesdingen hier wieder mehr das Gefühl hat, geerdet zu sein, besser anzukommen, dass sich etwas gelohnt hat, dass man hinter irgendeine Zeit, die einen nicht gehalten hat, einen Ausrufezeichen machen kann, einen Punkt setzen. Es geht um liebevolle Qualitäten, es geht um die Liebe, es geht um Herzöffnung, es geht um alles das, was einem am Herzen liegt. Kann ja natürlich auch Beruf, Beziehung, Familie sein. Es kann eine Situation sein, wo man von außen viel Druck bekommen hat, wo das Leben einem andere Sachen geliefert hat, als man erwartet hätte. Wie gesagt, auch wieder in diesen Bereichen an sich. Man sieht Nachrichtenaustausch, Gespräche. Gleichzeitig muss man sich vielleicht irgendwo aussprechen und hat so ein bisschen Bammel davor. Andererseits könnte hier ein Schriftstück erwartet werden, das man unbedingt benötigt, um irgendwo weiterzumachen. Ja, hier ist der totale Umbruch. Das passt hier sehr gut. Ne? Wir haben hier einstmals den Vollmond mit dem Abschluss und den Neumond mit dem Neubeginn. Es kann für viele schon eine Sache sein, die sehr von außen geprägt ist oder auch mit Umständen von außen. Aber hier beendet man eine Situation oder eine Lebenslage, die mit sehr viel Blockaden einhergegangen ist oder auch mit Wartezeiträumen, sowas alles. Das Außen spielt eine große Rolle. Das hat hier so geliefert, dass man am Ende nur noch Verzögerung hatte. Man sieht hier sehr langfristige, langwierige Sachen. Und immer wenn man dann denkt, es geht voran, kommt wieder das Nächste, was ausbremst. Aber an sich ist es wirklich eine gute Möglichkeit, sich auf neuen Boden zu stellen. So, dann, was kriegen wir noch mit? Wir haben das hier auch so, dass sich Ausdauer irgendwie lohnt, also für die Zukunft, wo dranbleiben und sich durchboxen. Wir haben das Thema Positivität, also an die Dinge glauben. Es ist eine Energie, die sehr erdend auf uns wirkt. Wir sollen das Prinzip Hoffnung walten lassen. Es ist auch eine Zeit, wo man so wieder ein bisschen Licht sieht, ne, hinter den Dingen, die sehr stark verzögert sind. Es geht ja auch um Ahnenthemen. Ne? Möglicherweise haben sich hier so Sachen wiederholt. Man sieht den Lebensbaum, die Wurzel, all das, was einen trägt oder was einem im Prinzip Ausgleich bringt. Wir haben jetzt hier zweimal Element Luft noch dabei. Es geht um die Gedanken, den Intellekt, vielleicht auch den Austausch, die Kommunikation. Und ich habe, dass es eben so ist, dass sehr viel erdige Energie zurückkommt, die uns wieder einen guten Boden gibt. Das bestätigt sich zweimal. Wir können die Sternzeichen
Stier, Steinbock, Jungfrau, Zwider, Zwillinge, Waage, Wassermann. Sorry, Leute. Mit dabei sein. Ich schneide das jetzt auch nicht raus, weil das ist menschlich, dass sowas passiert. Ja? Und zu guter Letzt schauen wir noch eine Botschaft von den Vögelchen. Was geben die hier mit? Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir haben den Kuckuck. Denkt auch dran, beim Kuckuck fällt mir sofort auch wieder ein, ne? Der legt uns Eier ins Nest, der zwingt uns Angelegenheiten auf, die wir übernehmen sollen, für die uns eigentlich nichts angehen. Aber hier sagt er jetzt speziell, ich komme in dein Leben und bringe dir Heiterkeit, Gelassenheit und Vertrauen. Warte nicht länger, gehe los, erkenne deine alten Muster und überwinde sie. Lasse Neues entstehen. Finanzielle Erleichterung ist für einige mit auf dem Weg und wir haben sehr viele Erkenntnisse, Aha-Momente, so Situationen, wo einem ein Licht aufgeht und wo man mit dieser Erkenntnis dann auch wieder weiterarbeiten kann. Nutzt die Kraft der Musik für eure Sachen und macht irgendwo einen klugen Zug. Also nutzt eure Erfahrungen. Von den Kipperkarten noch eine und dann lassen wir so stehen. Ja, hier haben wir das Zusammentreffen. Hier kann es sein, dass man so ein bisschen mit den Sachen konfrontiert wird. Wie ist dein Wunsch nach Kontakt? Wo möchtest du dich zurückziehen? Also so dieses Soziale alles. Möglicherweise geht es auch darum, sich mal wieder mit jemandem zu treffen, sich auszutauschen, aus der Hütte rauszugehen oder aus auch diesem Gedankengefängnis. Da geht ja jeder anders mit um. Ne? Manche gehen bei Schwierigkeiten mehr ins Außen, manche gehen mehr zu sich selbst. Und möglicherweise ist es auch so, dass man hier Leute treffen kann, die sehr gut Hilfestellung mitgeben. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich drücke euch bis bald.